You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Nach diesem langen Intro mache ich jetzt euch erstmal eine kurze Pause. Ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen und damit unterstützt ihr mich auf dem Weg zu den 5000 Abonnenten. Ein abgekartetes Spiel, so heißt also der nächste Fall hier im Sittendezernat. Es geht um einen Boxfight, der offensichtlich nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Und jetzt, ja, suchen wir mal denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Und zwar hier den Manager, glaube ich. That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Na, bei diesen Boxfights geht es natürlich nicht darum, wer sportlich hier der Beste ist, sondern natürlich wird da viel auch auf Geld gesetzt und im Hintergrund wird viel gesprochen zwischen den Managern. Aber es ist wirklich sehr interessant. Das ist wieder was ganz anderes zu den Sachen mit dem Gras und dem Morphium, die wir in den letzten Fällen hatten. Das ist auch mal ein sehr schöner Fall. Also wir müssen zuerst mal Zettel mit Nummern und Namen aus Hammonds Spind. Also der vorletzte bei der Tafel, das wäre ja dann der hier. Und zwar haben wir da einmal Harry, Mervyn und Ray. Und irgendeine Telefonnummer und Wettquoten. Oder Buchmacherquoten, ganz klar. Ja, haben auch noch andere gewettet. Also die Wettquoten waren bei dem Harry wohl am besten. Ne? 18:1, glaube ich, so wird das gelesen. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin nicht der wöchentliche Wetten geht. Und hier haben wir noch eine Kleberolle. Ja, genau, um sich das Handgelenk abzukleben oder was weiß ich, ne? Was die Fußballer auch immer benutzen, um ihre Schienbeinschoner ein bisschen zu befestigen. So, was haben wir jetzt noch? Zettel mit Nummern haben wir. Da müssen wir uns noch irgendeine Info holen. Aber ich schaue mich trotzdem mal ein bisschen weiter hier um. Hier haben wir zum Beispiel einen Boxhandschuh. Aber da fehlt der zweite. Schade. Und dann gibt es hier wahrscheinlich noch irgendwo was zu suchen oder was zu finden. Hier ist so eine Zeitung. Das ist so nebensächlich. Also die Zeitungen nehme ich jetzt nicht extra mit. Hier gibt es die Dusche. Hey Roy, wie wär's? Eine Runde duschen, bevor wir abhauen? Nur zu zweit, du und ich. So, ein Boxsack, aber ich denke mal, das war's dann schon. Dann gehen wir mal zum Telefon vorne. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me...
Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. War das nicht zufälligerweise dieser Lenny Finkelstein? Oder Finkelstein, keine Ahnung. Genau, wir müssen zum Telefon. Wo ist das Telefon? Hier vorne. Und mal die Adresse rausfinden von dieser Telefonnummer. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. Na dann, You know the place? auf geht's. Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Dann schauen wir mal, was es da alles zu sehen gab. Beim Boxstadion waren wir, glaube ich, durch, bin ich der Meinung. Oder gab es da noch mehr zu sehen? Ich muss gerade nochmal die Hinweise neu laden. Deswegen könnte sein, dass wir da gleich nochmal zurück müssen. Aber bislang habe ich nur den Zettel. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es da so wenig? Zettel zum Spind, Info, Hotel Mar. Wir fahren einfach. Aber ich denke mal schon, dass das alle Hinweise waren. Was soll man da noch finden? Wir haben jetzt die Wettquoten da gefunden. Den Boxhandschuh, der wurde nicht als Hinweis gewertet. Schauen wir mal, was es in dieser billigen Absteige gibt. Und zwar hier. Hotel El Mar, 9:08 p.m. Cheap Rates. Hot Water. Ja, davon gehe ich auch aus. Also, wenn es hier eine Absteige gibt ohne heißes Wasser, dann bin ich aber ganz schnell wieder draußen. Das glaubst du aber. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. See him? Saw his picture in the paper. Worked that case with the lady. So, also, dann gucken wir mal selber hier ins Gästebuch rein. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Nach prominenten Engländern. Und da finden wir, das hätte ich so niemals rausgefunden, oder wenn dann nur durch wildes Klicken auf die Namen. Wir müssen nämlich Winston Churchill finden. Und zwar hier. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. Aber wie geil ist das denn, ey? Dass man ja einfach so einen anderen Namen angeben kann und die Leute, die juckt das irgendwie nicht. Also besonders der Hotelbesitzer. Der sagt sich, tja, wenn er halt so heißt oder wenn er sich als Winston Churchill ausgibt. Ha, aber es ist noch eine billige Absteige. Door's unlocked. Und hier war offensichtlich auch schon jemand. Und wir sehen schon, ja, eine relativ billige Absteige. Also, wie gesagt, so ein Zimmer mit allem drin und drum und dran. Okay, also, dann gehen wir an die Hinweise ran. Und zwar haben wir einmal ein Telegramm im Müll. Wo ist der Müll? Wo ist der Müll? Ein Telegramm im Müll. Hier unten wahrscheinlich. Jawohl, das ist es. Und zwar Western Union. Wer schreibt denn heutzutage noch ein Telegramm? Western Union Telegramm Elvira Hammond. Dann die Adresse. Bin bald daheim. Dein Junge war gut. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Ja, ist ja klar. Der will sein Geld zurück, weil er sollte eigentlich verlieren. Aber er hat sich nicht an die Abmachung gehalten. So, dann haben wir als nächstes den Abriss einer Kinokarte. Und eine Pralinschachtel. Aber die Kinokarte ist, glaube ich, interessanter. Und zwar Abschnitt links, Reihe J, Sitz 301. Da fehlt aber die Hälfte. Wir müssen noch rausfinden, von welchem Kino. Dann diese Pralinschachtel. Ich mache die einfach mal so auf. Does Albert have somebody special?
I didn't see anyone in his corner at the fight. Naja, vielleicht irgendeine Freundin, die er hat. Oder eine Frau, die er hier kennengelernt hat. Und ist jetzt auf dem Weg halt nach Hause. Das war der nächste Hinweis. Dann haben wir einen sehr interessanten Zeitschriften-Coupon. Und zwar hier. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Stimmt. Ja, das war einer unserer ersten Fälle. Hier, Panel Soup Company. Ihr erinnert euch aus dem letzten Fall. Da war keine Tomatensuppe drin, sondern was anderes. Moskill. Moskito. Irgendwas gegen Moskitos. Irgend so eine Falle. Und den entscheidenden Hinweis finden wir nämlich hier. Candy has expensive taste. Candy Edwards. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards. The lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Was hat sie da denn ausgefüllt? Ist das für ein modernes Haus? Modern living with a touch of natural style. Win this Southcut Shingle Home. Shingle? Wirklich? Nicht Single? Win the Home. Also sie hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Wollte dieses Haus hier gewinnen, hat dann wahrscheinlich nicht gewonnen und macht sich jetzt raus aus der Stadt. Hier haben wir noch einen letzten Hinweis und zwar eine Rechnung. Buchmacher-Auszahlung. Achso, die Auszahlungen sind das. 11 grand would be a nice little nest egg. Ah, und die 18, die 22 und die 19, das waren ja die Wettquoten. Und wenn jeweils so viel drauf gewettet wurde, dann wären zusammen 11.755 Euro oder Dollar in dem Fall rausgekommen. Oder ist das eine 1? Nee, eine 7. Also 11.755 Dollar hätte irgendeiner gewonnen. Damit hätte man sich schon mal einiges holen können. Das müssen jetzt, glaube ich, alle Hinweise gewesen sein. Genau, als nächstes geht es zu Candy Edwards. In ein weiteres, sehr abgelegenes Hotel. Oder ich sag mal, bleibe. Hotel ist für mich was anderes. So, bye bye. Beehren Sie uns bald wieder. Beziehungsweise wir Sie. Und unser Kollege darf da mal hinfahren. Es geht relativ zügig heute voran. So, Hotel Elmar haben wir. Aber mich wundert es, dass die Orte nicht gestrichen werden. Weil das ist eigentlich immer ein Hinweis dafür, dass wir alle Hinweise gefunden haben. Wer schreit hier rum? Doch nicht um die Uhrzeit. Bist du bescheuert? Buchmacher-Auszahlung, Coupon haben wir, Abriss der Kinokarte, das Telegramm haben wir. Und jetzt sind wir am Alive Motel oder Alive Motel bei Candy Edwards. We need to know which room is Candy's. Can I help? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must Aha. be as sweet as she sounds. All these Also gentlemen wird callers. sie wahrscheinlich Probleme haben. Nicht nur wahrscheinlich, sie hat Probleme und da müssen wir jetzt ganz schnell mal eingreifen. Also links, da. Sounds like we're missing all the fun. Get in there, Phelps. Aha. Carlo. Women, do you? War das nicht der This isn't Manager? gonna Nee, end well ne? for you, friend. Ich verwechsel den auf jeden Fall. Zack. Machen wir es hier kurz und schmerzlos. Was? Der ist nicht genockt? Jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los bei dem? So. Und auch hier müssen wir uns jetzt erstmal umsehen. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Den Bewusstlosen untersuchen. Auch ihn können wir untersuchen. Machen wir mal. Solange er bewusstlos ist. Aber er wird wahrscheinlich in seinen beiden Händen hat er nichts. Nee, er hat nur was in seinen Jackentaschen. Gehe ich jetzt mal von aus. Wir gucken mal hier rein. Da müsste eigentlich, ja, guck mal, ein Messer drin sein. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Ein richtiger Mann benutzt nur seine Fäuste. Welche Lusche kämpft denn mit einer Pistole heutzutage? So, ist hier auf der anderen Seite noch was drin? Ja, guck mal. Aha, guck mal. George, Ray, Oh, Wallace, Harrisons have the Mervyn, same Harry, friends as Robert. Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Da gab es wohl noch mehr Leute, aber diesen Mervyn, den kennen wir ja, den Harry, den kennen wir. Haben wir Robert auch auf der Liste der Buchmacher gehabt? Bin ich gar nicht mehr sicher, aber an zwei Namen kann ich mich erinnern. So, jetzt schauen wir gerade mal. Jetzt müssen wir noch die Hinweise von ihr sozusagen
untersuchen. Zack, einmal drüber gestiegen und zwar einmal in der Koffer. Genau, sie verlässt nämlich die Stadt. Ganz plötzlich und ganz schnell. Zack, nochmal drüber gestiegen. Hier haben wir dann auch noch 2 Hinweise und zwar einmal, ich glaube die Busfahrkarte. Ist das die Busfahrkarte? Ne, Interstate. Ein Zug, glaube ich, von Los Angeles nach Akron. Interstate, Autobus, okay. Fährt sie doch mit dem Bus. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Ne, sicherlich nicht. Und der letzte Hinweis, Cunard Line. Irgendeine Schiffstour. Askania. Scania sails from New York. Sie will wohl noch weiter weg. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Das ist eine sehr taffe und sehr coole... Ah, die Freundin von Albert Hammond. Na dann. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Zack, klassische Lüge. Anhand des Gesichtsausdrucks sehen wir das und wir haben den Zeitschriftencoupon. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Aber sicherlich. Und zwar hierdurch. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Das ist natürlich auch ein Ding, wo ich ihn auch verstehe, weißt du? Entweder man macht's, damit man Geld kriegt oder damit die anderen Geld kriegen, oder man behält seinen Stolz und gewinnt, weil man halt gewinnen will, weil man Sportler ist. Tja, so ist das Geschäft leider. Do the names Harry, Mervyn or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Ja, auch das ist klassisch gelungen. Sie macht wieder genau denselben Gesichtsausdruck. Bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Und zwar haben wir die Buchmacherquoten. Und zwar hier, in seinem Spind gefunden. Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Tja, manche Leute sind doch schlauer, als sie aussehen. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Das glaube ich nicht. Da weiß sie auch wieder mehr, als sie sagt. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. That's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Ja, die ist mir auch nicht ganz koscher, die Dame. So, nächster Morgen wieder am Leaf Motel. 4:08 Uhr PM. Oder ein bisschen später, am nächsten Tag. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Das ist auch sehr interessant. Das ist auch nicht so leicht am Anfang. Da habe ich am Anfang mich auch öfter mal erwischen lassen. Also, auf offener Strecke bleibst du unentdeckt, wenn du inkognito bist. Also wir dürfen uns nicht sehen lassen, wie Roy gerade schon gesagt hat. Wenn du inkognito bist, wirst du nicht entdeckt. Wie zum Beispiel mit der Zeitung. Oder wenn man sich hinter Wänden versteckt. Dieses Symbol blinkt auf, wenn du weit zurückfällst. Ihr seht das ja unten auf der Karte. Jetzt müssen wir es ein bisschen
beschatten. Ich muss gerade mal gucken, wo sie dann hält und wo sie zurückguckt. Sie hält nämlich ab und an mal an. So, aber jetzt noch nicht. Ich hoffe, sie sieht meinen Hut nicht. Ich glaube, sie hält gleich zum ersten Mal an. Es gibt so gewisse Stellen, da hält sie einfach an. Das ist halt wieder vom Spiel gemacht. Und zwar jetzt eventuell... Nein, sie geht weiter. Also noch haben wir es gut gemacht. Jetzt müssen wir da vorne zu dem Zaun als nächstes. Jetzt, seht ihr das? Sie bleibt stehen, dreht sich um. Und geht dann nach einer Weile weiter. Genau so müssen wir das jetzt eine Zeit lang machen, bis sie, ich glaube, beim Bahnhof ist. Nee, bei der Busstation. Genau, bei der Busstation und sich dann einen Bus nach Hause nehmen will. Das Symbol blinkt schon ein bisschen. Wir dürfen uns jetzt nicht zu sehr... zu schnell und zu hopp hier bewegen, weil sonst sieht sie uns nämlich und dann ist wieder alles vorbei. Dann müssen wir alles von vorne machen. Suche nach Zeitungen, Telefon, Schuhputzständen oder Schaufenstern. So, da geht sie nämlich vorbei. Too much slack. Gotta get closer. Und zwar müssen wir jetzt nämlich an dieses Auto hier ran. Warte kurz, halt kurz an. Und fahr nicht weiter. Egal was du machst, ja? Kollege, du musst mir jetzt kurz helfen. Er bleibt stehen. Jetzt müssen wir sie ein bisschen laufen lassen, bis sie da an diesen Gebäuden vorbei ist. An den Schaufenstern. Dann schauen wir nämlich in die Schaufenster. Das wird das nächste sein. So. Sie bleibt nicht stehen. Ne? Ich gehe mal hier so einen kleinen Bogen, dass sie uns hier nicht sieht. So. Aber dass wir sie noch sehen. So. Zack. Jetzt müsste sie gleich um die Ecke rumgehen. Schade, ich hätte auch gern so einen Aktenkoffer. Das wäre bestimmt interessant. Jetzt schaue ich mal. Sie geht weiter. Aber halt, hier gehe ich mal inkognito. So, dass ich sie noch sehen kann. Da, okay, sie geht weiter. Schön um die Mauer hier rum. Beziehungsweise hier warte ich mal. Ne, sie sieht uns nicht. Obwohl, ja, eigentlich wäre das die perfekte Position gewesen, um uns zu entdecken. Aber gut. Ich gucke gerade mal in dem Winkel. Sie sieht uns nicht. Sie hört uns auch nicht, offensichtlich. So, läuft gut momentan. Ich weiß gar nicht, wo die Busstation ist. Ah, sie geht jetzt nochmal über die Straße gleich. Genau. Sie geht jetzt gleich nochmal über die Straße und dann durch ein paar Hintergärten. Aber irgendwann muss sie doch auch nochmal zurückschauen, oder? Habe ich so in Erinnerung. Der Zaun da vorne ist jetzt unser nächstes Ziel. Alles klar, näher ran. Zack. Läuft momentan ganz gut. Also ich bin von mir selber überrascht, weil normalerweise verkacke ich das eigentlich immer. Oh, das war gerade knapp. Sie hat kurz zurückgeguckt. Aber da bin ich gerade noch wie eine Gazelle hinter dem Bambus, nicht hinter dem Bambus, hinter der Laterne verschwunden. Ja, ich habe halt immer Schiss, dass sie dann zurückguckt und dass sie uns dann entdeckt. Dann müssen wir das nämlich alles schön von vorne machen, aber das wird uns hoffentlich nicht passieren. So, oh, schnell hinter die Mülltonne. Das ist immer ganz knapp, ey. Spitz auf Knopf. Aber das ist halt die Arbeit dieser LAPDs. Too much slack. Gotta get closer. Ah, da habt ihr gesehen. Ich hoffe, sie sieht uns jetzt nicht. Nee, das war gerade ganz knapp. Aber gut, das wäre auch unlogisch gewesen. Hätte sie dann durch die Mülltonnen schauen müssen. Da ist sie. Genau, diese eine Gasse, dann noch einmal rechts rum und dann war es das, glaube ich. Dann ist sie nämlich angekommen, aber sie bleibt auch gar nicht mehr stehen, ne? Fällt euch was auf? Die bleibt gar nicht mehr so oft stehen. Aber ist auch gut für uns, weil dann geht's schneller. So, das Stückchen lasse ich sie jetzt noch laufen. So, und jetzt gehen wir nochmal an die Mauer hier vorne ran. Zack. Jetzt beobachten wir sie und dann müssen wir ganz schnell nach vorne rennen, ansonsten verlieren wir sie. So, und zwar jetzt. Jetzt ist sie nämlich hier durch. Hopp, 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 hopp. Ich bin der Meinung, sie geht jetzt in ein Wettbüro, genau. Thrifty Liquor. Waren wir da nicht sogar in irgendeinem der anderen Fälle? Ich bin der Meinung, wir waren bei gewissen Läden schon mal.
aber ich nicht sicher bin. So, Thrifty Liquor. Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Aha, also, steckt sie doch von Anfang an damit drin, 5 Uhr PM. Thrifty Liquor. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. So, die steckt mehr damit drin, als ihr lieb ist. Als wir am Anfang gedacht haben. An old intelligence trick from the Marines. Genau, den Trick haben wir nämlich schon mal in dem Morddezernat angewendet. Und zwar bei dem Celine Henry Fall. Können wir nämlich schon mal erkennen. Examiner Drugstore. Und dann die dazugehörige Adresse. Das ist ziemlich cool, oder? Also ich liebe sowas. Solche Fälle auf diese Art und Weise zu lösen. Ich denke mal Hollywood, ne? 487 Ivor Avenue. We know where she's headed. Let's get moving. So, aber wir holen uns nochmal Informationen über irgendein Telefon. Habe ich mir hier sagen lassen. Oh, hier sind aber viele Telefone, die hier rumstehen. Oder kriegen wir das übers Telefon? Achso, Informationen über geheime Buchmacher-Wettbüros. Steht hier so drin. Ich fahre mal selber. Mal gucken, ob wir das per Funk rüberkriegen. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Car 11K, 11 King. Further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Aha, also wir haben jetzt den Hinweis, den ich gerne haben wollte. Oh, Moment, ich hätte da abbiegen müssen. Ja, wenn man halt nicht auf die Karte guckt. Wenn ich einmal selber fahre, weißt du? Is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Wenn man mal einmal selber fährt. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. Should know his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't out. Hier sind wir richtig im Examiner Drugstore. Ein weiterer Buchmacher. Den kennen wir auch, den Kollegen. Das ist doch der von Dewey Brothers. Der da rauskommt, der linke, ne? Habt ihr den erkannt? Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Junge, ich will deine Stimme haben, ey. Wie geil ist die denn? So eine schöne, rauchige Stimme, wie einst Kati Karrenbauer. Aha. Yellow Cab finden. We need to get after her, fast. Na, dann mal los. Achso, halt das Telefon nochmal benutzen. Und die Nummer rausgeben zur Fahndung. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent 1 round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Also müssen wir ihm jetzt noch was... Ah ja. Idea who Ray is? Eine Frage stellen. Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard.
Wie gesagt, ey, seine Stimme möchte ich gerne haben. So, müssen wir jetzt auch wieder fahren und das Taxi verfolgen? Wahrscheinlich, oder? Can you drive to this one? Ich denke schon. Ich steige jetzt einfach mal ein und ich fahre mal nach dem Taxi. Ich verfolge das Taxi. Gute Frage, wo wir jetzt hin müssen. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Vielleicht finden wir ja das Taxi irgendwo. Aber momentan kommt mir nichts auf die Karte rauf. Vielleicht müssen wir ja trotzdem doch erstmal zum Busbahnhof. Ich markiere mal den Busbahnhof. Vielleicht, wenn wir in die Richtung fahren. Aber der ist hier noch gar nicht. Der ist hier noch gar nicht aufgelistet. Warte mal, wir haben die Info. Buchmacherbüro, das haben wir soweit. Jetzt steht hier Busbahnhof. Wollte ich nur mal gesagt haben, aber der Busbahnhof ist hier leider nicht. Nein, ich fahre trotzdem mal weiter. Vielleicht finden wir ihn ja irgendwo oder das Taxi. Vielleicht bin ich auch falsch gefahren, wer weiß das schon. Oder das Spiel hat irgendeinen Bug, irgendeinen Fehler. Oder müssen wir doch noch zu Rays Buchmacherbüro. Aber da waren wir doch gerade. Oder? Ne, wir waren im Examiner Drugstore. Wir fahren nochmal, beziehungsweise mein Kollege fährt. Wir fahren jetzt nochmal zu Rays Wettmacherbüro. Buchmacherbüro. Dahin, zu dem Wettladen, genau. Das hat er uns ja gerade noch gesagt als Adresse. Und vielleicht ist ja auch in die Richtung das Taxi unterwegs. Schauen wir einfach mal danach. Vielleicht finden wir ja dort auch das Taxi. Da ist es doch, guck mal. Yellow Cab, 1, 2, 3, 4, Buchmacherbüro. Genau, sie geht ja erst da rein und dann nimmt sie sich das Taxi und fährt dann weiter zum Busbahnhof. Die holt sich jetzt Stück für Stück das Geld ab von den ganzen Buchmachern und dann haut die einfach ab. Gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Da ist sie nämlich mit ihrem roten Köfferchen. Aber da hat sie die Rechnung ohne uns gemacht. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Genau, ganz wichtig jetzt, nicht die Sirene einschalten, logischerweise, weil sonst fliegen wir natürlich auf. Aber wenn sie schon sagt, sie wird verfolgt oder sie hat das Gefühl, dass sie verfolgt wird, na dann ist doch alles sonnenklar. Ich bin jetzt gezwungen, wirklich sehr ordentlich zu fahren. Sonst, ach ja, ein bisschen weiter weg. Sonst schaffe ich das nie. Wie bei GTA, da versuche ich auch immer ordentlich zu fahren. Das gelingt mir 2 Sekunden. Und dann, ja, fahre ich alles über den Haufen. Die Fanfare spielt. Oh, Vorsicht. Ich darf ja die Sirene nicht anmachen, ey. Das ist halt doof. Aber sie fährt jetzt zum Busbahnhof. Ich bin da relativ sicher. Aha, wir sind ein bisschen zu nah. Ja, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, wie man so gerne sagt. Zack. Geschwind um die Kurve rum. Vorsicht. Oh, nein. Hey, spielt einmal mit. Sonst fahren sie mir auch immer aus dem Weg. Vorsicht. Ganz geschmeidig. Genießt auch ein bisschen die Aussicht hier. Die schöne Landschaft. Die schöne City. Die hässlichen Autos, die hier rumfahren. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Ich fahre aber ordentlich. Ich fahre auf der richtigen Seite. Guck mal, unsere Kollegen. So, irgendwo hier muss jetzt der Busbahnhof sein. Ich bin der Meinung, auf der rechten Seite haben wir ihn gleich. That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Tja, gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Gut, dass ich mich immer aus Wetten raushalte, weil dann passiert mir genau sowas nämlich nicht. Mein Gott, wo ist denn dieser Bahnhof? Okay, das war jetzt ein bisschen auffällig. Schön auf der Gegenfahrbahn gefahren. So, hier vorne ist er jetzt. Ja, das ist der Busbahnhof. Interstate Busbahnhof. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Okay, dann nehmen wir uns mal die Zeitung hier, gehen wieder inkognito und beobachten mal, was sie macht. Sie geht, wo geht sie denn hin? Ach nee, sie guckt erstmal, wann ihr Bus fährt und dann geht sie, ich glaube, nochmal zur Darmtoilette immer. Mal gucken, was Leroy jetzt über diesen Hammond rausfindet. The cop from the newspapers.
Oh. Das hört sich nach einer Schießerei an. Alter. Da liegt sie jetzt blutbefleckt und das ist nicht die Regel. Definitiv nicht. Roy! Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just try and sit still, Candy. Make Who me shot you? pay. Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Tja, kann er sich ja mit dir zusammentun. Tja, da liegt sie nun. Das ganze Geld eingesammelt für nix. Aber vielleicht war es ja Hammond gar nicht. Dann gucken wir noch mal kurz in ihre Handtasche rein. Beziehungsweise erstmal hier das Revolver. Ja, ein bisschen näher ran. Und dann machen wir mal auf. Und dann sehen wir, zweimal wurde geschossen. Ah ne, nur ein Schuss. Okay. Nur, wer kommt jetzt noch in Frage? Es würden die Manager übrig bleiben. Nur welcher Manager von denen würde denn die Freundin des Boxers umbringen? Aha, die zweite Karte des Theaters. Egyptian Theater. The Egyptian Theater. Das wird sehr interessant. Das waren nämlich jetzt noch die beiden Hinweise. Jetzt fahren wir zu dem Egyptian Theater und lassen diese Frau hier verbluten. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Halt. Da hat mein Controller gerade nochmal vibriert. Da müssen wir nochmal rein. Genau, das ist jetzt nochmal ein Hinweis. Also einfach nur eine Einblendung, dass er durchs Fenster geflohen ist. Tja. Es ist ein Fall mit vielen Zwischensequenzen, muss ich sagen. Also am Anfang schon der lange Einspieler, dann zwischendurch. Aber muss auch mal sein. Warum nicht? So, Egyptian Theater. Auf geht's. Bisschen Kultur, altes Kino besucht von Albert Hammond. Aber vielleicht war er es ja, wie gesagt, gar nicht. Vielleicht ist er schon längst über alle Berge und irgendeiner der Manager hat sich das Geld unter den Nagel gerissen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber gleich werden wir es wissen. Beim Egyptian Theater. Um 9:05 PM. Also einen ganzen Tag später. Da steht nämlich schon ein offenes Auto. Seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all bitch. clear. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Ha, das ist so ein typischer Filmsatz am Ende. Los, Roy, bringen wir es zum Schluss oder bringen wir es zu Ende. Also, die Waffe gehörte ihr tatsächlich. Sie hatte sich wahrscheinlich nur wehren wollen. Und wer hatte ein Messer dabei? Carlo, aha. Mickey made it clear, is it? She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, and so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Schade, dass wir leider dazwischen preschen. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake. War doch klar, dass das so nicht funktioniert. So, jetzt muss ich hier versuchen, mit der
Boah, schade, fast hätte ich ihn gekriegt, mit der Pistole hier rumzuballern. Schade, dass ich jetzt leider kein MG habe. Ach, Jungs, was wollt ihr denn? Zack, Nummer 1 und halt, Nummer 2 ist jetzt down. So, jetzt haben wir noch einen einzigen und das ist der Carlos, der aber doch ein MG hat. Da oben ist er also, okay. Oder irgendeiner von denen. Ah, scheiße. Einmal hier durch. Und jetzt muss ich einen Weg nach oben finden. Diese Schießereien sind echt nice. Ich finde das cool. Von mir aus könnten wir immer so viele Schießereien haben. Der läuft jetzt nicht ernsthaft durch das ganze Theater hier. Gibt's doch gar nicht. So, zack, zack, zack. Schnell einmal hier um die Ecke gucken. Nee, scheint da nicht zu sein. Aber irgendwo hier oben war er. Er ist doch hier oben geflüchtet, oder nicht? Ach, da ist er. Nee, warte. You're clear, go! Da unten, guck mal. Da haben wir noch einen. So, aber irgendeiner fehlt noch. Ach nee, das war er. Okay. War gerade ein bisschen irritiert von der Einblende. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Tja, und das stellt die Beziehung von Roy Earl und Cole Phelps ein weiteres Mal auf die Probe. Er war sichtlich nicht erfreut darüber, dass er ihn einfach so hat gehen lassen, aber man hat gesehen, Cole Phelps ist doch ein herzensguter Mensch. Er drückt auch mal ein Auge zu, aber wie gesagt, das wird uns Roy noch heimzahlen. Habe ich so das Gefühl, dass er das dann macht, wenn es denn soweit ist. Also 11 Hinweise gefunden, 3 Fragen nur richtig beantwortet, von 3 5 Sterne. Also wieder alles richtig gemacht. Ein Fall, der diesmal gar nicht so lang ging. Albert Hammond segelt nach England, nachdem er auf unerklärliche Weise aus dem Polizeigewahrsam entkommen ist. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von L.A. Noire wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.